Hallo zusammen! Heute geht es mal wieder um den Kartenleser, ein sogenanntes SD2I-EC, also Speicherkarte am seriellen Bus des Commodore 64. Ist ein Modul für den Expansion Port, hat ein Display, hat zwei serielle Buchsen und zu einem Überfluss hat es auch noch Schraubklemmen für eine externe Spannungsversorgung, sodass der Expansion Port auch noch frei bleibt dabei. Dann kann man beispielsweise eine Final Cartridge anschließen. Damit ist dieses SD2I-EC also auch kompatibel. Mit im Lieferumfang dabei ist eine SD-Karte, da sind schon mal ein paar Spiele drauf. Und natürlich das serielle Kabel zum Anschluss des SD2I-EC am C64. Ebenfalls im Lieferumfang dabei ist eine allgemeine Broschüre. Da sind ein paar Löthinweise drin, allgemeiner Umgang mit Elektronik, kann man also mal reinschauen. Und natürlich eine produktbezogene Anleitung, speziell für dieses SD2I-EC. Da geht es also ein bisschen um die Bedienung und natürlich den Aufbau, wenn man die Bausatzversion hat. Und dann natürlich das SD2I-EC selbst, entweder als Fertigmodul oder als Bausatz. Und da schauen wir jetzt mal rein, was da alles drin ist. Serielles Kabel und SD-Karte sind sowohl beim Fertigmodul als auch beim Bausatz jeweils dabei. Und dann ist das so ein Tütchen. Das sind einfach die Einzelteile, die man für den Aufbau braucht. Ich schütte mir meine Teile immer in so ein kleines Schälchen. Dann kann ich nämlich sicher sein, dass alles dabei ist und ich nichts vergessen habe oder verloren habe. Ich schaue auch immer noch mal in die Tüte, ob noch irgendwas drin ist. Man sieht, ist doch eine ganze Menge. Das wäre die Platine. Das ist die Vorderseite. Hier werden also die Bauteile eingesetzt. Deswegen ist hier auch der Bestückungsdruck, der also aussagt, wo die Bauteile hinkommen. Das wäre dann die Rückseite. Hier werden die Bauteile verlötet. Einseitiges Verlöten ist dabei vollkommen ausreichend, weil jede Bohrung, jedes Loch zur anderen Seite elektrisch durchkontaktiert ist. Für den Aufbau gehe ich also genau wie in der Anleitung vor. Eine Sache ist hierbei noch erwähnenswert. Der SD-Kartenslot, der ist schon vorgelötet. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Pins dieses SD-Kartenslots, die sind recht klein. Man sieht das also hier. Das könnte im Hobbybereich durchaus ein bisschen diffizil werden zu löten. Und damit es da keine Schwierigkeiten gibt, ist also der SD-Slot schon vorgelötet dabei. Da muss also nichts mehr dran gemacht werden. Weiter geht es in der Anleitung mit dem Quarz, weil das das flachste Bauteil ist. Das wäre also dieser Krümel und danach der EC-Sockel. Bei dem Quarz gibt es keine Einbaurichtung zu beachten, kann man links wie rechts einsetzen. Da ist es also total egal. So. Beim Beinchen abknipsen, die Drähte ruhig festhalten, damit die nicht wild in der Gegend rumschießen. Schlimmstenfalls landen die im Auge, das kann böse wehtun. Dann der EC-Sockel. Hier darauf achten, der Sockel hat eine Kerbe, genauso ist eine Kerbe auf der Platinenmarkierung. Da einfach schauen, dass die übereinstimmen. Und dann mache ich das immer so, dass ich mir zwei Lötpunkte setze an den gegenüberliegenden äußeren Pins. Und dann schaue ich mir das noch mal kurz an, ob das gerade sitzt. Ja, das passt soweit. Und dann verlöte ich die restlichen Lötpunkte. Danach kommen die Widerstandsnetzwerke und der Einzelwiderstand. Die Widerstandsnetzwerke sind in zwei verschiedenen Ausführungen. Das sind einmal 8 Pins und einmal 10 Pins. Grundsätzlich sind sie innen drin gleich. Es ist jeweils zwischen 2 Pins ein Widerstand in diesem Gehäuse vergossen. Warum sind es jetzt einmal 8 und einmal 10 Pins? Ganz einfach, das sind zwei unterschiedliche Widerstandswerte. Und damit man die nicht vertauscht, haben die also einmal 10 und einmal 8 Pins. So kann man die gar nicht vertauschen und dann kann man die auch gar nicht falsch einbauen. Die Widerstandsnetzwerke haben keine Polung. Man sieht zwar hier so einen Punkt auf der linken Seite, der hat aber für die Einbaurichtung überhaupt keine Aussagekraft. Ich mache das jetzt so, dass ich die Beschriftung jeweils nach innen setze.
Bei diesem Widerstandsnetzwerk mache ich es so, dass ich mir jeweils einen Pin in der Mitte bloß anhefte und einfach für die Ästhetik, fürs Auge schaue ich dann, dass die gerade stehen, beziehungsweise wenn sie es nicht tun, dann richte ich sie mir kurz aus, dass die eben schön senkrecht von der Platine aus aufragen. Dann die restlichen Punkte. Bei dem Einzelwiderstand ist es ganz einfach, da ist der Lochabstand genauso breit wie der Widerstand. Also einfach direkt am Widerstandskörper abknicken und dann passt er also wunderbar in seinen Steckplatz rein. Das wäre dieser hier. Die beiden Beinchen verlöten. Und abknipsen. Als nächstes sind Kondensatoren an der Reihe, und zwar Kondensatoren ohne Polung. Das sind diese beiden kleinen. Und hier ist noch so ein rechteckiger, quadratischer. Hier ist es auch wieder so, dass die Kondensatoren unterschiedliche Bauformen haben. Diese beiden, also von dem sind zwei da, diese beiden haben einen anderen Kapazitätswert als dieser. Und deswegen habe ich die in unterschiedlichen Bauformen genommen, sodass man die also auch wieder gar nicht vertauschen kann. Sie würden in die Öffnung bzw. in den Steckplatz der jeweils anderen Kondensatoren gar nicht so gut reinpassen. Ist in der Anleitung übrigens auch alles ganz genau beschrieben. Man kann sich also eigentlich nicht vertun. Wer der Umwelt einen Gefallen tun möchte, im Webshop kann man zu jedem Produkt die Anleitung anstatt als gedruckte Version auch als PDF-Version anschauen. Kann man entsprechend also abwählen im Bestellvorgang, wird dann sogar ein bisschen günstiger, weil ich natürlich die Kosten für die gedruckte Anleitung auch nicht habe. Das gebe ich also gerne weiter. So, dann die Kondensatoren verlöten. So, jetzt kommt also dieser zylindrische Kondensator mit Polung. Der ist hier. Und der Festspannungsregler. Bei beiden ist jetzt die Einbaurichtung zu beachten. Beim Festspannungsregler sieht es also so aus, dass hier auf der Platine so eine abgeflachte Seite und genau die gleiche abgeflachte Seite, die findet sich also auf dem Festspannungsregler wieder. Erkennt man hier ganz gut. Hier vorne ist diese abgeflachte Seite. Und beim Kondensator ist es ein ähnliches Spiel. Da ist also hier links der Pluspol bezeichnet. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil beim Kondensator selber der Minuspol angezeichnet ist. Beim Einsetzen nochmal kurz vergleichen. Minuspol muss also hierhin, Pluspol muss dahin. Und dann einfach nur die Beinchen abknicken, dass die halbwegs rechtwinklig zum Kondensator stehen. Dann einsetzen und verlöten. Bei dem Festspannungsregler, wie gesagt, auf die flache Seite achten. Und jetzt fädel ich mir die drei Beinchen nacheinander ein. Ich setze also hier das Beinchen an, dann drücke ich den ganzen Körper von dem Festspannungsregler so ein bisschen nach oben, bis das zweite Beinchen sein Loch findet. Und dann wieder zurück nach unten, sachte drücken, bis dann auch der dritte in seinem Loch ist. Und dann kann ich den ganz bequem nach unten schieben. Der muss nicht flach aufsitzen, der darf einen kleinen Abstand zur Platine haben. Und damit ich die Möglichkeit habe, den auszurichten, dass er auch schön gerade steht, löte ich mir wieder nur ein Bein fest und dann schaue ich mal so ein bisschen. Ja, kann man etwas gerade ausrichten. So passt. Und dann löte ich mir die restlichen beiden Beinchen an. Weiter geht's mit den LEDs und der Schraubklemme. LEDs sind zwei Stück, eine rote und eine grüne. Und einmal haben wir die Schraubklemme. Bei der Schraubklemme, die ist also so angezeichnet, dass die Kabel nach rechts weggehen sollen.
Sprich, die Schraublöcher auf dieser Seite sollen eben nach rechts weg zeigen. Wenn man diesen Kartenleser mit externer Spannungsversorgung betreibt, dann bitte darauf achten, einmal Masse, einmal plus 5 Volt, nicht vertauschen. Es ist nämlich kein Verpolungsschutz eingebaut auf dieser Platine. So. Und bei den beiden LEDs gibt es jetzt wieder eine Polung zu beachten. Das sind also die beiden LEDs, einmal GN für Green, also grün, einmal RD für Red, also rot. Und links ist jeweils so eine abgeflachte Seite. Die zeigt die Einbaurichtung an. Bei der LED findet sich die gleiche abgeflachte Seite. Man sieht das hier ganz gut im Lichtschein. Hier, das ist die abgeflachte Seite. Dann also die beiden LEDs. Unten die rote, oben die grüne. Als nächstes sind dran der Jumper und die Dill-Schalter, beziehungsweise der Dill-Schalter. Bei dem Dill-Schalter darauf achten, der ist also in Off-Position eingezeichnet auf der Platinenmarkierung und wird auch in Off-Position geliefert. Also den richtig einsetzen. Auch hier hefte ich mir nur einen Punkt an, schau mal kurz, ob der flach und bündig auf der Platine aufsitzt. Und wenn ja, die weiteren Punkte verlöten. Ansonsten halt noch mal kurz nachsetzen. Und dann haben wir die Jumperbrücke für die externe Spannungsversorgung oder die Versorgung über einen Expansion Port. Ich setze mir die gleich nach rechts. Das wäre also über einen Expansion Port. Nach links wäre die Spannungsversorgung über die Schraubklemmen. So, trotz Festhaltens steht er sehr schief, also ausrichten, dass der auch wieder senkrecht, lotrecht auf der Platine steht. Und dann die anderen beiden Punkte löten. Ich setze den mittleren auch nochmal nach, weil ich jetzt gerade eine ziemliche mechanische Beanspruchung drauf gehabt habe. Und das kann Lötstellen also durchaus beeinflussen, insofern nochmal ohne mechanische Spannung nachgesetzt. Danach die Buchsenleiste und das Potentiometer. Bei der Buchsenleiste muss man jetzt darauf achten, dass sie möglichst senkrecht auf der Platine sitzt. Diesmal geht es da nicht um Ästhetik, sondern weil ja später das Display von oben drauf gesetzt wird mit ebenfalls senkrechten Stiftleisten, sollte es also für möglichst gute Passgenauigkeit so sein, dass diese Buchsenleiste senkrecht auf der Hauptplatine steht, damit man das Display möglichst einfach dann auch einstecken kann. Hier also auch wieder einen Lötpunkt in der Mitte setzen und dann mal schauen, ob der gerade ist, und wenn er nicht gerade ist oder senkrecht ist, dann einfach so ein bisschen nachbiegen. Das geht ja ganz einfach. Und dann die restlichen Lötpunkte setzen. Dann kommen die 4 Taster. Das sind also ganz einfache Schließkontakte. Wenn unten ist geschlossen und dann schnappen Sie von allein wieder hoch und dann ist der Kontakt wieder geöffnet. Also wirklich ganz normale Taster. Und die seriellen Buchsen. 2 serielle Buchsen ist also ideal geeignet, um Daten von der SD-Karte auf echte Disketten zu übertragen oder natürlich noch interessanter, alte Datenbestände von Disketten auf SD-Karte zu kopieren und dann letztendlich am PC zu sichern. Dabei ist darauf zu achten, viele klassische Kopierprogramme wollen direkt auf die Hardware der Floppy zugreifen beim Kopieren. Das funktioniert natürlich mit dem SD2IEC nicht, weil es diese Hardware schlicht nicht hat. Es gibt aber ein neueres Programm, das nennt sich Dracopy. Ich verlinke das natürlich auch. Und das ist unter anderem für den Einsatz mit SD2IECs gedacht und geeignet. Und damit lassen sich dann also wunderbar
Daten zwischen SD-Karte und physischen Floppy-Laufwerken hin und her kopieren. Bei diesen Tastern ruhig auch wieder eine Sekunde länger dranbleiben, ein bisschen mehr Lötzinn zugeben, weil es einfach große Lötpunkte, große Lötflächen sind. Bei den seriellen Buchsen gilt natürlich auch wieder, das Auge ist mit, also die möglichst flach auf der Platine bzw. bündig aufsitzend auf der Platine verlöten. Dazu mache ich es wieder so, dass ich mir erstmal einen Punkt festlöte. Und schaue mir dann die beiden Buchsen an, ob die wirklich flach und bündig auf der Platine aufsitzen. Bei der ist jetzt ein minimaler Spalt. Dann mache ich mir den Lötpunkt nochmal warm, drücke mit dem Finger oben ein bisschen nach und dann ist dieser Spalt auch weg. Diese Buchsen haben auch relativ massive Anschlüsse, also dickere Anschlusspins. Da kann es also auch sein, dass man mal eine Sekunde länger mit dem Lötkolben dranbleiben muss und auch ein bisschen mehr Lötzinn zuführen, dass da eine ordentliche Lötstelle entsteht. Die Hauptplatine wäre dann soweit abgeschlossen von den Lötarbeiten. Und dann ist also das LCD-Display dran. Da muss die Stiftleiste dran gelötet werden. Die Stiftleiste mit den langen Pins nach unten, also vom Display weg, von unten eingesetzt die Stiftleiste. Die kommt dann also später so auf die Platine drauf, auf die Hauptplatine. Hier lege ich mir immer so einen Schaumstoff unter. Dann habe ich schon mal so einen ungefähren Abstand. Und auch hier wird es wieder so sein, dass die Stiftleiste nicht ganz perfekt gerade sitzen wird. Das wäre aber anzustreben. Das heißt, erstmal wieder einen Punkt setzen und dann eben schauen und ein bisschen mit den Fingern nachkorrigieren. Solange nur ein Punkt sitzt, geht das natürlich relativ einfach. Muss natürlich nicht hundertprozentig sein, aber so halbwegs gerade sollte die Stiftleiste schon sein, damit sie später in die Buchsenleiste gut eingesteckt werden kann. Dann die restlichen Punkte setzen. Hier sind die Lötflächen, also das ist so ein vorgefertigtes Display. Hier sind die Lötflächen doch relativ nah beieinander. Also ein bisschen darauf aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Lötbrücken setzt zwischen zwei benachbarten Lötpunkten. Damit sind die Lötarbeiten abgeschlossen soweit. Das wäre also unser Ergebnis bis hierher. Nun geht es daran, diese Komponenten so weit zusammenzubauen, dass daraus ein fertiges SD2I-EC wird. Erstmal das Rändelrad. Das Potentiometer wird in der ganz linkesten Stellung ausgeliefert. Da würde ich also den Pfeil tatsächlich auch nach links gedreht einsetzen. Dann hat man nämlich den Effekt, dass es jetzt in der Mittelstellung so ist, dass der Pfeil hier rüber zeigt. Man sieht zwar nicht viel, weil das Display drüber ist, Ästhetik eben wieder. Dann muss der Atmega eingesetzt werden. Hier jetzt darauf achten, Kerbe im Prozessor oder Mikrocontroller, Kerbe im Sockel, die müssen übereinstimmen. Ich mache das so, dass ich mir den Atmega, also generell bei ECs, ich setze mir den an der oberen Reihe an, noch nicht reindrücken, nur ansetzen als Führung und dann drücke ich mit den Daumen in diese Richtung und drücke also den ganzen Chipkörper ein bisschen nach hinten, bis die untere Reihe über ihren Löchern sitzt. Und dann kann ich den Chip komplett einsetzen. So, dann sitzt er also schön drin, schön satt im Sockel, wie sich das gehört. Das Display, das soll natürlich auf dieser Platine nicht einfach nur frei schweben. Das kriegt jetzt seine eigenen Beinchen. Das sind diese etwas kürzeren Füßchen.
und die werden jetzt mit dem Display verschraubt. Da mache ich mir das ganz einfach. Ich setze jeweils die Schraube nur so an und dann schraube ich mir das Füßchen drauf oder diesen Abstandshalter. Das reicht, wenn man das von Hand macht. Das sind nur Plastikschrauben, Nylonschrauben. Die ziehen also auch so ganz gut. Und jetzt also diese Pinleiste oder Stiftleiste übereinstimmend in die Buchsenleiste einsetzen und dann möglichst senkrecht von oben. Hier kann man noch schauen, es ist relativ knapp, dass dieser Abstandshalter an dem Taster vorbeigeht. Und dann mit leichtem Druck diese ganze Platine absenken. So. Nachdem das Display dann also eingesteckt ist soweit, an der Unterseite verschrauben. Das sind dann diese beiden Schrauben hier, also auch wieder nur Nylonschrauben, Plastikschrauben. Mit Gefühl anziehen, die halten natürlich nicht so viel aus wie Metallschrauben. Als letzter Arbeitsschritt sind noch 2 Stützpfeiler hier unten anzusetzen. Dafür einfach bei diesen Abstandshaltern auf der Unterseite die Schraube einsetzen. Das kann man normalerweise auch von Hand aufdrehen. Das ist also jetzt der Punkt, der kommt dann mit der Tischfläche in Berührung. Plastikschraube macht also keine Kratzer. Und dann diese Abstandshalter in die beiden noch verbleibenden freien Löcher einsetzen, sodass dieser Abstandshalter in diesen Abstandshalter eingeschraubt ist. So sieht das dann aus. Das ist also unser fertiges SD2IEC. Dann natürlich noch die SD-Karte einsetzen. Der Slot ist hier rechts, verschwindet relativ gut unter dem Display. Und schon sind wir bereit für einen ersten Probelauf. Bevor man Hardware am C64 an- oder absteckt, immer den C64 ausschalten, damit nicht die Chips beschädigt werden. Dann das SD2IEC am DIP-Schalter 1 einschalten und das serielle Kabel anstecken. Dann das SD2IEC in den Expansion Port. Jetzt sieht man also wunderbar die Funktion der Füße. Wenn man hier die Taste drückt, wird nicht ständig das Board nach unten gedrückt. Das serielle Kabel natürlich auch auf der anderen Seite verbinden. Und dann kann man den C64 einschalten. Am C64-Bildschirm selbst hat sich nichts verändert, ist ja kein Eingriff in den Kernel oder so. Es ist einfach nur ein Floppy-Ersatz, der jetzt als Kartenleser am C64 dran ist. Links am Kontrasträdchen kann man jetzt den Kontrast vom Display einstellen. Und jetzt kann man damit arbeiten, ganz normal wie mit einer Floppy. Ich lade jetzt gleich mal den File-Browser mit Komma 8. Geräteadresse 8 ist also eingestellt am SD2IEC. Loading. Das ist jetzt der File-Browser. Der zieht sich jetzt automatisch das Verzeichnis von der SD-Karte raus. Im Unterverzeichnis Games befinden sich also die Spiele. Mit F5 und F7 kann man in dieser langen Liste hin und her spielen. Mit F7 geht es nach unten. Ich möchte in die Disks rein, weil ich gleich wieder das Bard's Tale laden möchte, wie es eben gerade auch schon auf dem Bildschirm war. Das ist in den Disks D64. Bard's Tale. Das sind jetzt 3 Disketten. Davon nehme ich mir die erste. Und so sähe also ein Disketten-Image bzw. ein Diskettenverzeichnis aus, wenn man jetzt Originaldiskette in einer echten Floppy-Disk hätte und mit Loadstring, 8 das Directory der Diskette geladen hätte. Dann nehme ich mir das erste Programm und mit Druck auf Return wird das auch geladen. Nachdem Bard's Tale ein Spiel ist, das über mehrere Diskettenseiten geht, dass wir dem SD2IEC sagen müssen, es muss jetzt einen Diskettenwechsel durchführen. Dazu braucht es eine Aktion, die ist einmalig pro Spiel erforderlich, und zwar der gleichzeitige Druck auf beide Disk-Swap-Taster. Wird signalisiert durch so ein bisschen Flackern. Jetzt wurde eine Datei angelegt, eine Textdatei, die alle Disketten, die sich in diesem Verzeichnis befinden, auflistet, sodass das SD2IEC weiß, zwischen welchen Disketten es jetzt wechseln kann bzw. soll. Ab jetzt reicht immer ein Druck auf den linken oder rechten Taster, Disk hoch, Disk runter, und das wird auch jedes Mal mit so einem Flashen der roten LED quittiert.
Und hier sieht man, jetzt geht es also weiter, ist in die zweite Diskette gegangen vom Directory her und lädt jetzt die weiteren Dateien nach, die Bard's Tale eben jetzt gerade anfordert. Und schon könnte man das Spiel starten. Der Diskettenwechsel ist also überhaupt kein Problem. So, jetzt schaue ich ja die ganze Zeit immer so aufs Display. Wer sich das ein bisschen bequemer gestalten möchte, es gibt so einen 90 Grad Expansion Port Adapter. Den steckt man also hier in den C64 ein und hier steckt man seine Module drauf. Dann hat man die im 90 Grad Winkel zum Benutzer stehen. So kann man also viel besser, wenn man vorm C64 sitzt, ablesen. Wir sind jetzt im Directory Games. Es wird geladen das Spiel Boulder Dash. Den Ladevorgang zeigt die grüne LED an. Und hier ist unser Boulder Dash.